Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns loslegen. Es war einmal eine Königin, die keine Kinder hatte. Jeden Morgen ging sie in den Garten und betete zu Gott um einen Sohn oder eine Tochter. Eines Tages kam ein Engel zu ihr und sagte: Mach dir keine Sorgen, du wirst einen Sohn haben, der sich alles wünschen kann, was er will, und es wird wahr werden. Die Königin war sehr glücklich und erzählte dem König die gute Nachricht. Als die Zeit gekommen war, brachte sie einen Sohn zur Welt, und der König war voller Freude. Jeden Morgen nahm die Königin ihr Baby mit in den Garten, wo wilde Tiere lebten, und sie wusch sich in einem klaren Bach. Eines Tages, als ihr Sohn etwas älter war, schlief sie ein, während sie ihn hielt. Ein alter Koch, der von den besonderen Fähigkeiten des Babys wusste, kam und stahl es. Er tötete ein Huhn und schmierte dessen Blut auf die Kleider der Königin. Dann brachte er das Kind an einen geheimen Ort, wo eine Amme sich um ihn kümmern sollte. Er lief zum König und erzählte ihm, die Königin habe wilde Tiere ihr Kind wegnehmen lassen. Als der König das Blut sah, glaubte er dem Koch und wurde sehr wütend. Er befahl, einen hohen Turm zu bauen, in den weder Sonne noch Mond scheinen konnten, und ließ seine Frau darin einsperren. Sie sollte dort 7 Jahre lang ohne Nahrung oder Wasser bleiben, bis sie vor Hunger starb. Doch Gott sandte 2 Engel in Form von weißen Tauben, die ihr jeden Tag Essen brachten, bis die 7 Jahre vorüber waren. Inzwischen machte sich der Koch Sorgen. Er dachte, wenn der Junge sich alles wünschen kann, könnte er mir Probleme bereiten. Also ging er zu dem Jungen, der jetzt sprechen konnte, und sagte: Wünsch dir ein schönes Schloss mit einem Garten und alles andere, was du willst. Sobald der Junge sich den Wunsch erfüllte, erschien alles. Der Koch schlug dann vor: Es ist nicht gut für dich, allein zu sein. Wünsch dir ein hübsches Mädchen, das dich Gesellschaft leistet. Der Junge wünschte sich ein Mädchen, und sie erschien schöner als jedes Gemälde. Sie spielten zusammen und liebten sich, während der Koch wie ein Edelmann auf die Jagd ging. Aber er hatte immer noch Angst, dass der Junge sich wünschen würde, seinen Vater zu sehen, was ihn in Gefahr bringen könnte. Also nahm er das Mädchen beiseite und sagte: Heute Nacht, wenn der Junge schläft, stich ihm ins Herz und bring mir sein Herz und seine Zunge. Wenn du es nicht tust, verlierst du dein Leben. Als der Koch ging, dachte das Mädchen über das nach, was er gesagt hatte, und weigerte sich, dem unschuldigen Jungen weh zu tun. Der Koch kam zurück und drohte ihr erneut. Sich gefangen fühlend, beschloss sie stattdessen, ein kleines Reh zu töten und nahm sein Herz und seine Zunge. Als der Koch zurückkam, deckte sie den Jungen mit einer Decke zu und gab ihm den Teller mit dem Herz und der Zunge des Rehs. Der Koch fragte: Wo ist das Herz und die Zunge des Jungen? Das Mädchen reichte ihm den Teller, aber der Junge warf die Decke ab und sagte: Du alter Sünder, warum wolltest du mich töten? Ich werde dich bestrafen. Du wirst zu einem schwarzen Pudel mit einem goldenen Halsband, und du wirst brennende Kohlen essen, bis Flammen aus deinem Hals kommen. Kaum hatte er ausgesprochen, verwandelte sich der Koch in einen schwarzen Pudel mit einem goldenen Halsband. Die Köche brachten lebende Kohlen, und der Pudel musste sie essen, bis Flammen aus seinem Hals schlugen. Der Junge blieb noch eine Weile dort, dachte an seine Mutter und fragte sich, ob sie noch lebte. Schließlich sagte er zu dem Mädchen: Ich möchte nach Hause. Wenn du mit mir kommst, werde ich für dich sorgen. Sie antwortete: Oh, die Reise ist so lang, und ich weiß nicht, was ich in einem fremden Land tun soll. Um nicht getrennt zu werden, wünschte er sich, dass sie zu einer schönen Blume wird, und nahm sie mit.
Als er sein eigenes Land erreichte, folgte ihm der Pudel. Er ging zu dem Turm, in dem seine Mutter gefangen war. Er war so hoch, dass er sich eine Leiter wünschte, die bis zur Spitze reichte. Er kletterte hinauf und schaute hinein, rief: »Liebe Mutter, lebst du noch oder bist du tot?« Sie antwortete: »Ich habe gerade gegessen und bin zufrieden«, da sie dachte, es seien die Engel. Er sagte: »Ich bin dein lieber Sohn, den die wilden Tiere weggenommen haben sollen. Aber ich lebe noch und werde dich bald befreien.« Er kletterte wieder hinunter, ging zu seinem Vater und tat so, als wäre er ein Jäger, der Arbeit suchte. Der König willigte ein und sagte, wenn er geschickt sei, könne er ihm dienen. Der Junge versprach, viel Wild für den königlichen Tisch zu besorgen. Er versammelte alle Jäger und führte sie in den Wald, wo er einen Wunsch äußerte. Bald rannten über 200 Rehe in den Kreis, den er gemacht hatte, und die Jäger schossen sie. Sie füllten 60 Wagen mit Wild und brachten es zum König zurück, der sich sehr freute, endlich nach Jahren der Entbehrung wieder Essen zu haben. Der König wollte mit allen feiern und hielt ein großes Fest. Er lud den Jäger ein, sich zu ihm zu setzen, aber der Junge sagte: »Herr König, ich bin nur ein armer Jäger.« Der König bestand darauf, und der Junge setzte sich neben ihn. Während sie aßen, dachte er an seine Mutter und wünschte sich, jemand würde nach ihr im Turm fragen. Just in diesem Moment meldete sich der Marschall und fragte, wie es der Königin gehe. Der König antwortete wütend: »Sie hat meinen lieben Sohn den wilden Tieren überlassen. Ich will nichts von ihr hören.« Dann stand der Junge auf und sagte: »Vater, sie lebt noch, und ich bin ihr Sohn. Ich wurde von diesem alten Koch entführt, der Hühnerblut auf das Schürzen deiner Frau verschüttet hat.« Er deutete auf den Pudel und sagte: »Das ist der.« Sie brachten die lebenden Kohlen, und der Pudel musste sie essen, bis Flammen aus seinem Hals schlugen. Der Junge wünschte sich dann, den Pudel wieder in den Koch zu verwandeln, und plötzlich stand er dort in seiner weißen Schürze mit einem Messer. Der König wurde sehr wütend und befahl, den Koch ins tiefste Verlies zu werfen. Der Junge fragte dann: »Vater, möchtest du das Mädchen sehen, das sich um mich gekümmert hat und mich fast getötet hätte, sich aber dagegen entschieden hat?« Der König sagte ja. Der Junge holte die Blume hervor und legte sie auf den königlichen Tisch. Sie war so schön, dass der König noch nie eine so gesehen hatte. Dann wünschte der Junge, dass sie in ihre wahre Gestalt zurückkehren sollte, und sie stand vor ihnen, schöner als jeder Künstler sie hätte erschaffen können. Der König sandte 2 Mägde, um die Königin zum königlichen Tisch zu bringen. Als sie ankam, aß sie nicht und sagte: »Der gütige Gott, der mich im Turm gespeist hat, wird mich bald befreien.« Sie lebte noch 3 Tage und starb dann friedlich. Als sie beerdigt wurde, folgten die beiden weißen Tauben, die ihr Essen gebracht hatten, ihrem Grab. Der König befahl, den Koch in 4 Stücke reißen zu lassen, aber sein eigener Kummer nahm ihm bald das Leben. Der Junge heiratete das schöne Mädchen, das er gerettet hatte, und ob sie noch leben oder nicht, weiß nur Gott. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Bis zum nächsten Video.